Wenn man in den letzten Jahrzehnten Entscheider bei der Bundeswehr fragte, wie das deutsche Heer Entscheidungen auf dem Gefechtsfeld herbeiführen möchte, erhielt man immer die Antwort Feuer und Bewegung, ganz egal ob auf taktischer oder auf operativer Ebene. Angreifender Feind sollte mit Verzögerungsgefechten in die Breite gezwungen und abgenutzt werden, was auf der einen Seite eigene Verluste minimieren sollte, aber vor allem der eigenen Führung die Gelegenheit geben sollte, das Gefechtsfeld so vorzubereiten, dass man eigene Schwerpunkte bilden und zum entscheidenden Schlag ansetzen konnte. Betrachtet man hingegen heutige Kriegsschauplätze, sei es beispielsweise den Bürgerkrieg Libyens seit 2015, den Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien 2020, aber vor allem den Krieg in der Ukraine, wie er seit dem russischen Angriff 2022 geführt wird, wird klar, das Gefechtsfeld wird immer gläserner und eigene Bewegung damit immer schwieriger. Die Frage, wie sich das deutsche Heer nun in Zukunft die Idee eines Gefechts vorstellt, beantwortet der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Dr. Christian Freuding, nun mit einem Strategiepapier mit dem Namen Campaignplan Heer 2035+. Will man diese Strategie auf wenige Sätze herunterbrechen, könnte man formulieren: Verlagerung der Wichtigkeit weg von Duellsystemen wie Kampf- und Schützenpanzern hin zu Abstandswaffen und autonomen Systemen. Das Konzept Feuer und Bewegung wird also ins 21. Jahrhundert transformiert und der Faktor Bewegung in dieser Formel erhält eine noch größere Bedeutung. Was das im Konkreten bedeutet, führte das deutsche Heer im April 2026 auf dem Truppenübungsplatz Münster Nord seinem geneigten Publikum vor, wie beispielsweise hier Herrn Bundeskanzler Friedrich Merz. In dieser Lehr- und Versuchsübung zeigte nicht nur die Truppe, sondern auch die Industrie, welche Antworten sie auf heutige Bedrohungen haben. Und an einem Beispiel lässt sich die Anforderung an höhere Beweglichkeit wohl sehr treffend beschreiben. Die bisher als Hauptsystem der Artillerie genutzte Panzerhaubitze 2000 erhält in Zukunft einen neuen Kameraden. Das Geschütz RCH 155 kann, im Gegensatz zur Panzerhaubitze 2000, in der Bewegung feuern und benötigt zum Betrieb lediglich 2 Soldaten. Durch Auslegung als Radfahrzeug verliert man natürlich etwas an Geländetauglichkeit, kann aber dieses System schneller auf eigener Achse zum Einsatzort transportieren als das bisherige kettengestützte System. Fest bestellt sind zunächst 80 Stück dieser Radhaubitzen. Und auch die Raketenartillerie erhält neue Systeme. Die bisher genutzten Raketenwerfer Mars II werden in Zukunft durch ein in Israel entwickeltes System mit dem Namen Puls bzw. Europuls ergänzt, das in Deutschland aktuell mit dem Namen Mars III bezeichnet wird. Als erster europäischer Staat erhielten die Niederländer diesen Raketenwerfer, weshalb er dadurch ja auch der Bundeswehr zur Verfügung steht, da die Kooperation zwischen dem deutschen und dem niederländischen Heer seit 2016 ja stetig ausgebaut wird. Ich hatte hierzu mal ein Video produziert, Link dazu in der Videobeschreibung oder im ersten angepinnten Kommentar. Aber das alles beherrschende Thema sind natürlich unbemannte Systeme, Stichwort Drohnen. Und obwohl die Bundeswehr bereits seit 1972 Drohnen zur Aufklärung und Zielortung einsetzt, besteht genau hier in der Ausstattung und Beschaffung gehöriger Nachholbedarf. Und auch genau hier wird jetzt angesetzt. Neben handelsüblichen nachtsichtfähigen Drohnen zur Aufklärung setzt die Bundeswehr beispielsweise in Zukunft auf Systeme von Quantum Systems, einem deutschen Unternehmen. Das auf den Namen Falke getaufte System soll bis zu 60 Kilometer in der Tiefe des Raumes aufklären können und mehrere Stunden in der Luft verbleiben. Aber auch bewaffnete Drohnen werden in Zukunft die Truppe unterstützen, ob KI-gestützte Loitering-Munition oder eben andere Systeme. Neben diesen UAV werden in Zukunft aber auch bodengestützte Systeme für verschiedene Szenarien eingesetzt, wie beispielsweise das System Gerion von Arx Robotics, die mit verschiedenen Effektoren wie einer Granatmaschinenwaffe oder einer Panzerfaust ausgestattet werden können und so die Möglichkeit bieten, das Gefechtsfeld und dessen Ränder zu bewachen oder aber bei Feindkontakt die Gefährdung der eigenen Truppe zu minimieren. Auch das Unmanned Ground Vehicle Themis vom estnischen Hersteller Milrem Robotics soll die Truppe zukünftig unterstützen, wie hier ein von der Pioniertruppe eingesetztes System zum Öffnen von Minensperren. Aufgrund der vorherrschenden Bedrohung aus dem bodennahen Luftraum entscheidet sich der Führer der Pionierkräfte, diese erkannte Sperre unbemannt zu öffnen. Der nun gezeigte Themis wurde mit dem Missionsmodul der Sprengleiter ausgestattet, was ermöglicht, eine Minengasse mit einer Tiefe von 54 Metern zu schaffen. Dort sehen Sie nun die Sprengung einer Gasse in die gegnerische Sperre. Nach dem erfolgreichen Aber auch beim Thema Drohnenabwehr
geht die Bundeswehr künftig neue Wege. Der Drohnenschwarm fliegt von links ein. Auf den Monitoren können Sie dessen KI-unterstützte Missionsplanung verfolgen. Im neu aufgestellten Innovationszentrum der Bundeswehr werden systemübergreifende Technologien für den Einsatz von Drohnenschwärmen entwickelt, die auch innerhalb des gegnerischen Schutzschirms eingesetzt werden können. Das Hochwertziel, eine gegnerische Flugabwehrstellung, befände sich nach gegnerischer Doktrin deutlich hinter dieser Kampfzone. Während eigene Systeme den gegnerischen Schutzschirm bekämpfen, versucht der Gegner auch unseren Schutzschirm zu durchdringen. Dazu sehen Sie aus dem rechten Luftraum einen gegnerischen Drohnenschwarm einfliegen. Der Feuerkampf mit den Bordmaschinenkanonen der anderen Boxer-Varianten würde in dieser Phase die noch nicht vom Gegner aufgeklärten Stellungen verraten. Um genau dieses Bedrohungsszenario zu verhindern, wird der Ihnen bereits vorgestellte Boxer-UAV eingesetzt. Schauen Sie nach links zur Boxer-UAV. Dort steigt, nachdem der integrierte Detektor gegnerische Drohnen aufgeklärt hat, die angesprochene Abfangdrohne auf, um den Gegner zu bekämpfen. Schauen Sie nach rechts. Aus dem Raum Bunkerfläche sehen Sie den Anflug gegnerischer Drohnen. Nachdem der Gegner tiefer in den kritischen, unbemannten Raum eingedrungen ist, versucht er nun unter Aufrechterhaltung seines Schutzschirms weiter anzugreifen. Dabei werden dem Angriff voraus vorrangig unbemannte Systeme eingesetzt. Der Gegner ist in der Lage, Drohnen sowohl einzeln als auch im Schwarm einzusetzen. Zur Abwehr dieser Bedrohung ist das Heer befähigt. Schauen Sie zu den Kräften im Heidedorf. Nach der erfolgreichen Abwehr der gegnerischen Drohnen bekämpfen die Kräfte die Spitzen des gegnerischen Angriffs. Dieser setzt seinem Angriff voraus Streifenfeuer zur Vorbereitung ein. Die bewegliche Verzögerung des gegnerischen Angriffs unter der Ausnutzung der Abstandsfähigkeit der eigenen Wirksysteme verlangsamt diesen und nutzt die Kräfte des Gegners weiter ab. Auch wenn die hier eingesetzten Kräfte grundsätzlich duellfähig sind, wird auch die Verzögerung möglichst abstandsfähig geführt und das Duell auf kurze Distanz und im Einflussbereich des gegnerischen Schutzschirms vermieden. Der Gegner setzt zu seiner Angriffsvorbereitung erneut Steilfeuer ein. Dieses sehen Sie nun im Heidedorf einschlagen. Der unmittelbare Einbruch des Gegners steht kurz bevor. Dies zwingt die Kräfte, sich sofort zu lösen. Der Stellungswechsel wird durch das Feuer der eigenen Mörser mit dem System Demo und der Kräfte in der Flanke gestützt. Sie sehen, wie der Sky Ranger, der Boxer UAV, der schwere Waffenträger Infanterie sowie der Schakal die Stellung im Heidedorf verlassen. Bei der Wahl von Aufstellung wird der jeweilige Führer durch Auge 2 unterstützt. Nachdem die letzten Kräfte die kleine Ilster überquert haben, wird die Brücke gesprengt, um den Angriff des Gegners weiter zu verlangsamen. Als letztes Element der Sicherung verbleiben die in der Flanke eingesetzten Kräfte in Stellung und unterstützen somit das Ausweichen. Sie sehen nun rechts von der Tribüne, wie auch die bemannten Systeme unter Sicherung der bodengebundenen Drohnen ihre Stellung verlassen. Diese verbleiben in Stellung und halten bis zuletzt die Fühlung zu den gegnerischen Kräften. Um der Vernichtung zu entgehen, weichen diese ebenfalls aus. Das Halten der Fühlung zum Gegner wird durch eine Kleinstdrohne übernommen, die vor ihnen fliegt. Allerdings setzt auch der Gegner seine Fähigkeiten des elektromagnetischen Kampfes ein und setzt diese Drohne außer Gefecht. Und ein System nenne ich hier, obwohl es zur Aufrechterhaltung des eigenen Schutzschirmes sicher eines der Hauptsysteme sein wird, erst zum Ende. Der auf dem GTK Boxer basierende Sky Ranger 30 soll in Zukunft mit bis zu 600 Systemen in die Bundeswehr eingeführt werden. Neben einer 30 mm Revolverkanone wird das System zusätzlich mit Lenkflugkörpern ausgestattet und bildet dann so wohl die Grundlage für eine neue Heeresflugabwehrtruppe.
Dass all diese neuen Systeme auch Änderungen bei der Ausbildung der Truppe nach sich ziehen werden, führte der Inspekteur des Heeres dann zum Ende der Veranstaltung aus. Operationsführung an Land, weil wir das gerade fundamental auf neue Beine stellen. Deshalb sind wir hier in Munster seit einigen Wochen dabei, eine Lehr- und Versuchsübung zu entwickeln. Eine Lehr- und Versuchsübung, um für uns selber ein Bild zu entwickeln, wie dieser Kampf, wie dieses Gefecht zukünftig in der Dimension Land stattfinden wird. Das war unser heutiges Ziel, das dem Bundeskanzler zu vermitteln. Also wie wirken unbemannte Systeme, bemannte Systeme, Systeme, die wir schon seit langem im Heer eingeführt haben, Systeme, die für uns neu ins Heer kommen werden und Systeme, die wir zukünftig haben wollen. Wie wirkt das zusammen? Wie kann das gemeinsam orchestriert werden? Wie kann der Begriff des Gefechts der verbundenen Waffen, wenn Sie es wollen, eine neue, eine aktuelle Bedeutung gewinnen? Was brauchen wir dazu auch noch, um uns in Zukunft auf diesem Weg weiter zu vermitteln? Mein Eindruck ist, dass wir uns in den Wochen, die wir uns jetzt hier auf dem Platz befinden, selber schon sehr, sehr stark weiterentwickelt haben von unseren ursprünglichen Vorstellungen bis zu dem, was jetzt in der Praxis möglich ist. Ich bin mit diesem Fortschritt hochzufrieden. Zugleich ist es für mich auch klar, dass es erst der Beginn eines Weges ist, dass wir da noch eine weite Strecke gehen müssen, gehen wollen auch, um diese innovative Art der Gefechtsführung in der Dimension Land umzusetzen. Auf diese Strecke begeben wir uns mit viel Schwung, mit viel Innovationsbegeisterung, mit viel Neugier auf Neues. Und der Weg ist uns zugleich auch Ziel, weil wir ein Heer wollen, das einsatzbereit ist, das durchsetzungsfähig ist und das gewinnen kann. Und Bundeskanzler Merz fasste seine Eindrücke von dieser Veranstaltung wie folgt zusammen. In diesem Sinne noch einmal herzlichen Dank, aber auch den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr viel Erfolg bei dem, was sie im Interesse der Sicherheit und der Freiheit unseres Landes leisten. Ich bin persönlich tief beeindruckt von dem, was wir hier sehen konnten. Ich glaube, ich darf das auch im Namen von Lars Klingbeil sagen. Das ist wirklich eine überzeugende Vorführung gewesen, was wir jetzt aufgeholt haben in den letzten Monaten und Jahren. Aber genauso klar ist auch, wir müssen diese Arbeit weiter voranbringen. Und dazu wünsche ich dem Heer, den Soldatinnen und Soldaten des Heeres, stellvertretend Ihnen, Herr Generalinspekteur, wirklich jeden Erfolg. Sie können sich auf die Unterstützung der Politik verlassen. Was bleibt als Fazit? Man könnte durchaus sagen, das Heer hat verstanden. Gerade die Erfahrungen auf dem Gefechtsfeld in der Ukraine prägen das neue Konzept. Dass es aber ohne bewährte Konzepte, gerade bei der Frage der Landnahme, auch in Zukunft nicht gehen kann, zeigt uns jetzt das Panzergrenadier-Lehrbataillon 92 aus Munster, denn das eingangs im Beitrag zu sehende, verloren gegangene Heidedorf muss ja schließlich im Gegenangriff zurückerobert werden. Der nun folgende Angriff auf Heidedorf folgt dabei dem Grundsatz Feuer und Bewegung mit Aufklärung voraus. Dazu setzt die Kompanie Drohnen zur Aufklärung ein. Schauen Sie vor die Tribüne nach links. Hier sehen Sie handelsübliche Drohnen, welche seit kurzem den Panzertruppenkompanien des deutschen Heeres zur Verfügung stehen. Diese haben die im Heidedorf stehenden gegnerischen Kräfte beim linken Blauen sowie beim Roten Haus aufgeklärt, die nun mit einem Drohnenschwarm bekämpft werden. Schauen Sie dazu auf das Heidedorf. Die aufklärenden Drohnen der Kompaniechefin beobachten hierbei die Wirkung im Ziel. Schauen Sie nach rechts in Richtung der Bunkerfläche. Dort können Sie die Wirkung des durch den Spähtrupp abgerufenen Steilfeuers beobachten. Grundsätzlich erfolgt der Angriff von gepanzerten Kampftruppen immer nach Aufklärung und einer Feuervorbereitung. Dabei kommt es auf eine schnelle Verarbeitung der Zielkoordinaten an. Nach der erfolgten Feuervorbereitung und Erreichen eines überlegenen Einsatzwertes kann nun der Angriff planmäßig erfolgen.
Die gepanzerten Verbände werden zukünftig ebenfalls mit Mörsern, Drohnen und Loitering Munitions unterstützt. Trotz des Einsatzes von Mitteln des elektromagnetischen Kampfes durch den Gegner fasst die Kompaniechefin den Entschluss, anzugreifen. Aufgrund der Technik zur Digitalisierung landbasierter Operationen, kurz DLBO, wirken sich die Versuche des Gegners, Funkfrequenzen zu stören, nicht auf die Führungsfähigkeit der Gefechtsfahrzeuge aus. Schauen Sie nach links. Dort sehen Sie nun den Angriff des vorn eingesetzten Panzerzuges auf 4 Kampfpanzern Leopard 2A6. Als Spitze der Kompanie greift der Panzerzug mit hoher Geschwindigkeit und Stoßkraft in Richtung der Bunkerfläche an. Feuer und Bewegung sind dabei die Kernelemente des mechanisierten Gefechts. Der Panzerzug geht jetzt so in Stellung, dass er das Heidedorf überwachen kann und schafft so die Voraussetzung für den flankierenden Angriff auf Heidedorf. Hinter dem Panzerzug bezieht gleichzeitig der Skyranger in Begleitung von Einsatzstellung, da dieser unverzichtbar für die Etablierung des Schutzschirms ist. Rechts werden 2 zusätzliche Kampfpanzer der Kompanie in Stellung gehen, um den Flankenschutz für den Angriff der Panzergrenadiere zu ermöglichen und zusätzlich den eigenen Schutzschirm zu verstärken. Schauen Sie nach links. Hier sehen Sie den Panzergrenadierzug mit hoher Geschwindigkeit und dem Feuer der eigenen stabilisierten 30 mm Bordmaschinenkanone den Angriff beginnen. Der Schützenpanzer Puma nutzt hierfür eine Airburst Munition gegen die gegnerische Infanterie. Sie hat eine sehr hohe Wirkung gegen ungepanzerte Gegner, Flugziele wie Hubschrauber oder Drohnen. Blick auf die Einsatzstellung ist die Kompaniechefin dort ebenfalls in Stellung, um Feuer und Bewegung im Angriff ihrer Grenadiere zu koordinieren. Dem Panzergrenadierzug folgt unmittelbar eine Gruppe auf dem Transportpanzer Fuchs. Die Pioniere sind als Kräfte der Kampfunterstützung stets vorne bei der Kampfhandlung eingegliedert. Der Panzergrenadierzug führt nun nach dem aufgesessenen Einbruch in das Heidedorf den Wechsel der Kampfweise durch, um dieses frei zu kämpfen und zu nehmen. Der Wechsel der Kampfweise erfolgt dann, wenn Auftrag, Lage oder Gelände dies erfordert. Auf den Monitoren können Sie die absitzenden Pioniere im Angriff verfolgen. Der abgesessene Einsatz im Sturm und Einbruch, der mit unbemannten Systemen unterstützt wird, bleibt notwendig. Nur dadurch ist es möglich, einen in Stellung gegangenen Gegner zu treffen und somit auf dem Gefechtsfeld zu erringen. Links zum nördlichen Panzerhalbzug. Auch der Gegner setzt in dieser Phase steif ein, um das eigene Lösen zu unterstützen. SBZ Puma hat den ausweichenden Gegner mit Mails erfolgreich bekämpft. Die maximale Reichweite des Systems beträgt 4000 Meter. Für die Panzergrenadiertruppe verbinden sich damit Abstandsfähigkeit und Duellfähigkeit.
Die Panzergrenadiere haben den Gegner in der Ortschaft bekämpft und bilden nun einen Brückenkopf als Sicherung für den folgenden Einsatz der Pioniere bei der Schaffung eines Überganges. Neben der Sicherung gegen gegnerische bodengebundene Kräfte müssen die Panzergrenadiere auch den bodennahen Luftraum gegen gegnerische Drohnen überwachen. Als Schutz für die Schaffung des Überganges ruft die Kompaniechefin Feuerunterstützung der Artillerie zum Blenden des Gegners in der Tiefe des Raumes. Das Blenden des Gegners erfolgt nicht nur durch den sichtbaren Einsatz von Nebel, sondern auch im elektromagnetischen Spektrum durch das Stören und Täuschen seiner Aufklärungsmöglichkeiten. Nachdem die Kompaniechefin die aktuelle Lagemeldung ihrer Kräfte erhalten hat, setzt diese jetzt unter dem Schutz des Nebels ein Brückenlegepanzer Leguan und eine weitere Panzerschnellbrücke gleichen Typs auf Basis des Boxer ein, um Übergänge über die kleine Ilzer zu schaffen. Das Legen der Brücke ist eine wichtige Voraussetzung für den weiteren Angriff der Kompanie. Schauen Sie dazu nach links. Schauen Sie nach rechts neben die Tribüne auf die zwei Kampfpanzer. Diese bieten aufgrund ihres hohen Einsatzwertes ein priorisiertes Ziel für gegnerische Drohnen und werden von diesen bekämpft. Der linke Kampfpanzer konnte die gegnerischen Drohnen mit einer elektronischen Schutzausstattung zum Absturz bringen, bevor diese zur Wirkung gekommen sind. Der rechte Panzer verfügte nicht über dieses System und konnte die schnell anfliegende Drohne nicht abwehren. Daher kam es zu einem Teilausfall seiner Aufhebung. Der beschädigte Kampfpanzer wurde zum Ausweichen gezwungen. Damit wird deutlich, dass jedes Fahrzeug über einen eigenen Schutzschirm verfügen muss. Um den Flankenschutz weiter zu gewährleisten, wird der Sicherungsbereich der ausweichenden Kampfpanzer durch die bodengebundene Drohne Themis übernommen. Die Hochwertsysteme für den Übergang über das Gewässer hat der Gegner aufgeklärt und versucht, die Schaffung des Überganges durch den Einsatz von Drohnen zu verhindern. Schauen Sie an den rechten Rand der Ortschaft. Dort sehen Sie den Angriff von gegnerischen Drohnen auf den Brückenlegepanzer. Die Drohnen wurden erfolgreich durch die Panzergrenadiere mit dem SBZ Puma und der Airburst Munition vernichtet. Der SBZ Puma wird in Zukunft mit neuen Optiken und einem KI-fähigen Feuerleitrechner ebenfalls zum Einsatz gegen Drohnen befähigt. Hierdurch können die Panzergrenadierzüge perspektivisch den Plattformschutz der eigenen Fahrzeuge übernehmen. Im Rahmen der Sicherung der Ortschaft setzen die Panzergrenadiere eine weitere Drohne ein, um die Freifläche in Richtung Osten zu überwachen. Dabei klärt die Drohne gegnerische Kräfte auf, die in Richtung Heidedorf angreifen. Die Kompaniechefin fordert weitreichende Feuerunterstützung zum abstandsfähigen Zerschlagen des gegnerischen Gegenstoßes an. Die zugewiesene Feuerunterstützung erfolgt durch einen gemischten Schwarm, bestehend aus dem Kampfhubschrauber Tiger und dem leichten Kampfhubschrauber H-145M. Schauen Sie zum Waldstück Großer Teiler. Über diesem wird der Kampfhubschrauber Tiger seinen Angriff beginnen. Dieser kann mit unterschiedlichen Wirkmitteln ausgestattet werden, darunter auch ein Lenkflugkörper Hot 2 gegen gepanzerte Ziele. Mit diesem kann er Ziele in einer Entfernung von bis zu 4 Kilometern bekämpfen.
Beiderseits des kleinen Teilers werden sie eine Rotte der kleinen, leichten Kampfhubschrauber H-145M, der zukünftig den Tiger als Brückenlösung bis zur Einführung eines neuen Systems ablösen wird. Diese sind mit Spike-Lenkflugkörpern mit einer Reichweite von bis zu 16 Kilometern bewaffnet. Dies stellt eine Vervierfachung der Kampfentfernung dar. Weiterhin soll der Einsatz von Loitering Munitions von den leichten Kampfhubschraubern aus ermöglicht werden. Nach dem erfolgreichen Bilden des Brückenkopfes nutzt die Kompaniechefin die Zeit der Feuerpause für eine Phase der Versorgung. Neben dem Teilausfall des Kampfpanzers wurde auch ein Panzergrenadier bei dem Kampf um die Ortschaft verwundet. Nach erfolgter Erstversorgung kann jetzt die weitere Rettungskette durchgeführt werden. Auch hier kommen Drohnen zum Einsatz. Schauen Sie Richtung Grünes Haus. Dort sehen Sie einen UGV-Ziesel, welcher den leicht Verwundeten nun aus der Ortschaft der unmittelbaren Kampfzone evakuiert. Der so erfolgte CAS-Evac schont die begrenzten Transportkapazitäten für Verwundete und beschleunigt die Rettungskette. Schauen Sie zum Sunboxer. Dort wird der Verwundete durch einen Rettungstrupp auf den Boxer verladen, um die weitere Versorgung einzuleiten. Neben dem Einsatz von Drohnen bei der taktischen Verwundetenversorgung werden unbemannte Systeme auch für die logistische Versorgung, beispielsweise mit Munition, eingesetzt. Andreas Plackmeier, Herr Dr. Freuding. Die Bundeswehr bildet jetzt zusammen mit der Panzerlehrbrigade 9 ja schon seit 4 Jahren ukrainische Streitkräfte aus. Ist es denn inzwischen auch so, dass die Ukrainer Sie teilweise schon ausbilden? Absolut. Können Sie das mal darlegen? Absolut. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Einer meiner Schwerpunkte, die ich auch im Heer umgesetzt wissen will und bei der wir auch sehr schnell in die Umsetzung gekommen sind. Das habe ich gerade auch dem Herrn Bundeskanzler berichtet. Ich habe erstmals im Dezember des vergangenen Jahres mit meinem ukrainischen Amtskollegen darüber gesprochen, dass wir erbeten haben, ukrainische Ausbilder zu uns in unsere Strukturen zu integrieren. Der Minister hat im Beisein des Bundeskanzlers im Februar ein entsprechendes Abkommen mit seinem ukrainischen Amtskollegen gezeichnet und vor Ostern waren die ersten Ukraine-Teams da, die auch hier in Munster an der Panzertruppenschule ausgebildet haben. Wir haben jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt, das wollen wir jetzt im Heer in die Breite ausrollen, weil dadurch können wir unmittelbare Erfahrung in unsere Ausbildung integrieren und das ist ein ungeheurer wertvoller Schatz, den wir auch heben wollen. Und es verbindet uns natürlich auch noch enger mit unseren ukrainischen Partnern, die im Übrigen sehr bestrebt sind, uns auch die Unterstützung, die sie durch uns erfahren haben, zurückzugeben. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es eine weitere Frage? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich, meine Herren General. Danke für die Medienvertreter. Dankeschön.